Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns angucken, wie man mit Datenbanken umgehen kann. Und ja, dazu habe ich schon letztes Mal ein kleines Video zu Gradle gemacht, denn wir brauchen eine externe Datenbank, die nennt sich Exposed. Die haben wir eingefügt, indem wir in das build.gradle diese Maven-URL oder das Maven-Repository eingefügt haben und anschließend die Dependency compiled haben. Ja? Und damit haben wir quasi vollen Zugriff auf die Datenbank. Vergesst nicht danach die Changes, also die Veränderungen zu importieren. Das kommt hier unten als kleiner Button. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Da kommt dann da unten Gradle Project needs to be imported, Import Changes, okay? Vergesst nicht hier auf Import Changes zu drücken, sonst funktioniert das überhaupt nicht mehr, ja? So. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier schon direkt Zugriff auf Datenbanken. Das heißt, wir können hier direkt einfach anfangen. Und zwar müssen wir erstmal definieren, wie unsere Datenbank eigentlich auszusehen hat. Das heißt, wir müssen definieren, wie eine Tabelle innerhalb unserer Datenbank aussieht. Zum kleinen Vergleich, und nein, wir werden hier leider kein SQLite benutzen können, denn ja, tatsächlich gibt es da noch irgendwelche Probleme. Aber ich benutze einen SQLite Explorer, um euch zu zeigen, wie Datenbanken aussehen, okay? Kleine Einführung in SQL. So, das ist erstmal komplett alles leer. Das ist der DB-Browser für SQLite. Wer Linux hat, kann sich den gerne installieren. Der ist super gut. Den kann ich nur empfehlen. Und man kann hier wunderbar einfach eine Datenbank erstellen. Ich nenne das Ding jetzt einfach mal, ja, wobei, nee, wir machen hier einfach mal eine ganz normale DB und dann wird das Ding gespeichert als db.sqlite und wir können dieser Tabelle hier einen Namen geben. Nennen wir sie einfach mal Essen, weil ich Hunger habe. So, okay, also wir haben jetzt eine Tabelle Essen. So, und also das quasi macht dieser DB-Browser für SQLite für euch. Was wir hier jetzt allerdings sehen ist, wir haben direkt einen SQL-Code hier unten. Das wäre quasi das, was ihr in SQL eingeben müsstet, damit dasselbe passiert, okay? Das heißt, normalerweise werdet ihr diesen SQL-Code hier unten schreiben und dann vielleicht noch die Datenbank mal durchforsten, ja? Viele von euch werden wahrscheinlich mit MySQL arbeiten, weil sie schon einen MySQL-Server haben. Ihr könnt darauf verbinden, überhaupt kein Problem. Wir werden jetzt hier mit H2 arbeiten. Da kann man quasi einfach eine Datenbank im Memory erzeugen. Das heißt quasi einfach eine Datenbank, die nicht wirklich gespeichert wird, sage ich jetzt mal. Gut, und wir fügen jetzt hier ein Feld hinzu, das sind die Werte, die tatsächlich gespeichert werden. Das heißt, eine Datenbank kann mehrere Tabellen enthalten, ja. Ihr könnt euch das so vorstellen, ich mache jetzt mal ein anderes Programm auf, wie Excel oder LibreOffice Calc, ja, das ist quasi das kostenlose Excel. Ihr könnt euch das wirklich genauso vorstellen. So sieht eine Datenbank aus. Das ist eine Datenbank. Wir haben hier unten die Möglichkeit, mehrere Tabellen zu haben. Ja, das hier ist die erste Tabelle. Ich schreibe jetzt einfach mal groß 1 rein. Das ist die zweite Tabelle, da schreibe ich einfach mal 2 rein. Und das ist die dritte Tabelle, da schreibe ich erstmal nur 3 rein, okay? Das ist quasi das ganze Ding ist eine Datenbank. Die ganze Datei von LibreOffice oder von Excel ist eine Datenbank. Jedes dieser Blätter hier ist eine Tabelle, denn jedes dieser Blätter ist völlig unabhängig voneinander. Ich kann hier reinschreiben, was ich möchte, ja. Ich kann da reinmachen, was ich möchte, das ist völlig unabhängig. Ich kann so viele Tabellenblätter hier eröffnen, wie ich möchte. Ich kann sie selbstverständlich auch umbenennen. Ich kann hier zum Beispiel Rename machen und dann kann ich hier eben zum Beispiel sagen, wir hatten sie Essen genannt, also sagen wir hier Essen dazu, ja. Das ist also meine Tabelle 1. So, und jetzt kann ich mich hier aussuchen, welche Werte ich da reinspeichere. Und jetzt sieht das in LibreOffice nicht ganz so schön aus, deswegen habe ich das hier genommen. Und zwar kann ich jetzt hier sagen, ich hätte gerne Spalten, die nennen sich zum Beispiel ID. Dann habe ich noch ein weiteres Feld, also Achtung, hier hinten steht auch immer der Typ. Das Integer bedeutet einfach Ganzzahl, also ihr kennt Integer mittlerweile. Hey, das hatten wir ID genannt. So. Dann haben wir hier das zweite Feld, das nennt sich dann Name des Gerichts, also im Endeffekt nur Name, ja. Wir wollen quasi hier so eine kleine Einkaufsliste machen. So, und dann haben wir noch ein drittes Feld mit Zutat 1, ja, und so weiter und so fort, okay? So können wir das machen. Also wir machen jetzt mal nur 3 Zutaten hier, beziehungsweise eine Zutat, den Namen von dem Ding
Und dann war es das auch schon. So, und wenn wir jetzt hier auf OK klicken, dann wird diese Tabelle für uns erzeugt. Ja? Das bedeutet, im Endeffekt habe ich jetzt gerade eine Tabelle erzeugt, die so aussieht. Das ist eine ID. Hier dürfen nur Zahlen reinkommen, also 1, 2, 3, 4. Da darf nichts anderes drin stehen. Sonst gibt es ein Problem hier. Das liegt einfach daran, dass man dann besser mit den Daten umgehen kann. Dann habe ich in meiner nächsten Spalte den Namen des Gerichts. Also zum Beispiel Chili con Carne. Steak, Nudeln und Reis, ja, also mal einfach abgekürzt, okay, und ich habe tatsächlich scheinbar Hunger, sowas über auch. Und dann haben wir hier die Zutat 1, da kommt natürlich Hack rein, hier kommt Fleisch rein, da kommen Nudeln rein, okay, das ist ein bisschen verwirrend, da sagen wir Weizen dazu, weil das die Hauptzutat ist. Und bei Reis, da wird es jetzt schwierig, ne? Da kann ich nicht was anderes schreiben als Reis. Okay, also ich glaube, ihr versteht das Konzept. Das, was da reinkommt, aber das könnt ihr so aufteilen, wie ihr wollt. Hier kann auch was völlig anderes stehen. Also das ist nur ein Beispiel jetzt hier. So. Und ja, damit habe ich quasi meine Tabelle erzeugt. Und in diese Tabelle, also das ist im Endeffekt mein Layout, wie die Tabelle auszusehen hat. Und das habe ich jetzt gerade hier erzeugt. Und wie wir hier sehen können, kann ich meine Daten durchsuchen mit ID, Name und Zutat 1. Und jetzt kann ich natürlich hier noch Daten reinschreiben. Und um diese Daten hier zu bekommen, kann ich einfach hier sagen, okay, ich möchte ganz gerne die ID 1 haben und Chili con Carne. Das sind 3 Cs, das fällt mir jetzt erst auf. Und dann natürlich hier Hackfleisch. Okay, Hackfleisch, so. Und ich muss natürlich die Änderung auch immer schreiben, damit meine Datenbank diese Änderung auch speichert. Das ist wieder Steuerung S in meinem nicht in meinem PowerPoint, in meinem Excel, ja. Das heißt, diese ganzen Daten muss ich natürlich erstmal schreiben. So. Und ja, das ist im Endeffekt auch schon alles, was es zur Datenbank zu sagen gibt. Eigentlich relativ simpel, ja, wenn man sich das so überlegt. Ich kann einfach mehrere Tabellen haben, ich kann mehrere Daten in meinen Tabellen haben und so weiter und so fort. Ist im Endeffekt einfach nur ein Ort, wo wirklich alles gespeichert werden kann. Und ja, das war jetzt mal eine kleine Einführung zu SQL-Datenbanken. Wir haben noch nicht eine Zeile Code geschrieben, tut mir furchtbar leid. Aber was wir jetzt machen, ist im Endeffekt, wir wollen diese Datenbank hier drin verwenden. Ja? Das heißt, wir wollen jetzt hier erstmal so eine Datenbank erzeugen. Und das machen wir, indem wir hier tatsächlich sagen, wir müssen erstmal definieren, wie so eine Tabelle auszusehen hat. Und das heißt, wir sagen hier, meine Tabelle nenne ich Essen. Ja, haben wir gerade gesagt gehabt. Und die muss erben von Table, weil es ist eine Tabelle. Ja? So, das muss ich jetzt natürlich erstmal hier importieren und zwar aus Exposed. Achtet darauf, dass ihr hier wirklich org.jetbrains.exposed.sql nehmt und nicht die Java-Variante davon, sonst funktioniert das Ganze nicht mit Exposed. So, und dann brauche ich natürlich hier meine ganzen Values, also wie sollen die eigentlich aussehen. Da hatten wir jetzt gerade, was hatten wir hier Schönes gesagt? Wir wollen die ID als Integer haben. Okay, also die ID, das ist natürlich dann ein Integer. So, Integer und das Ding nennen wir, hatte ich es glaube ich ID einfach genannt, oder? Ja, ich hatte es ID genannt. Okay, perfekt. Dann nehmen wir das nächste, das war der Val-Name, ist gleich. Wichtig ist, dass die Dinger bei SQL nicht Strings heißen, sondern, wie man hier sehen kann, okay, hier steht leider nur Text, das ist ungünstig gewählt, Leute. Die Dinger heißen Varchar, ja, für variable Anzahl an Buchstaben, okay? Also so kann man sich das merken, ein Char ist ein Buchstabe und ein Varchar hat einfach eine variable Anzahl an Buchstaben, ja? Okay, das heißt, wir nehmen hier einen Varchar und der nennt sich dann, wir sehen hier oben auch, man muss die Länge angeben, wie lang der maximal sein darf, denn Datenbanken sind wirklich zickig, was die Länge angeht, weil die möglichst viel Speicher safen wollen, ja. Wir nennen den also mal Name, das ist das, was wir hier auch getan haben, nur dass wir hier Name groß geschrieben haben, das sollte ich vielleicht hier tun, damit wir nicht durcheinander kommen und das Ding soll maximal, was ist das längste Essen, was ich mir vorstellen kann, 255 Buchstaben haben, okay? So, und das letzte, das ist dann noch der Value Zutat 1. Zutat 1. So, ist gleich natürlich auch ein Varchar und der nennt sich dann Zutat 1. So, und hat auch die, wenn wir noch die Dings angeben, wenn wir noch angeben, wie viel Gramm von irgendwas drin sind, dann sollten wir hier, ja, wir bleiben bei 255, das sollte hier eigentlich auch reichen. Okay. So,
Und jetzt für die Leute, die schon ein bisschen vertrauter mit SQL sind, wir können hier natürlich auch weiterhin Primary Keys angeben. Jetzt machen wir Folgendes hier. Ich mache das ganz kurz. Primary Key ist gleich, das ist quasi danach, was hier sortiert wird, okay? Man kann mit SQL-Datenbanken Primary Key, man kann mit SQL-Datenbanken wirklich sehr, sehr viel Mist bauen, okay? Wobei, das brauchen wir nicht. So, also was heißt Mist bauen? Der wird jetzt hier tatsächlich nicht gefunden. Ich importiere einfach mal dreisterweise einfach alles. org.jetbrains.exposed.sql.alles. So. Meckerst du immer noch? Okay, das sollte eigentlich nicht sein. Egal. Wir lassen es jetzt erstmal dabei. Man kann hier wirklich sehr, sehr viel mit SQL machen, ja. Man kann Tabellen miteinander verbinden. Das geht über Joins. Man kann Werte auslesen und so weiter und so fort. Ich zeige euch jetzt ganz grob, wie man das macht, ja. Aber die Hauptangelegenheit, also was da die Logik hinten dran ist, das habe ich ausgelagert in eine eigene SQL-Playlist, die auch in anderen Reihen von mir natürlich wichtig ist. Und deswegen werde ich die jetzt einfach euch hier empfehlen und ja, dann könnt ihr euch da mal zu SQL einlesen, falls ihr wirklich mit Datenbanken zu tun habt. Das ist nicht zwangsläufig nötig hier. Die sind schon ein bisschen älter, das muss ich leider zugeben, aber man kann sie durchaus immer noch gucken. Ich habe dort sogar mit Java bzw. H2 gearbeitet, also kann man die durchaus mal sehen. Passt eigentlich relativ gut hierzu. Hier zeige ich euch jetzt aber noch ganz kurz ein paar Grundlagen, und zwar, wie ihr auf eine Datenbank erstmal verbinden könnt. Wir nehmen hier zunächst einmal eine Datenbank, JDBC, das steht für Java Database Connectivity. Ja. Wir wählen dort die H2-Datenbank aus, das ist ein Typ einer Datenbank sozusagen oder eine Machart. Und dann sagen wir, die liegt nur temporär im Speicher drin und wir nennen sie Test. Ja. Und dann brauchen wir noch einen Driver, der das ganze Ding für uns steuert. Den bekommen wir aus org.h2.driver. Das ist quasi einfach, wie man das Ding benutzt. So, und angeben kann ich auch noch zusätzlich einen Usernamen, mit dem ich mich auf die Datenbank einlogge. Das wäre in dem Fall von mir aus Root. Das ist der Chef-User, der darf alles. Und da diese Datenbank im Speicher liegt, braucht man da eigentlich auch kein Passwort dafür. Das ist natürlich dann jetzt anders, wenn ihr über einen MySQL-Server euch einloggen müsst oder sowas. Also da könnte es gut sein, dass ihr dort erstmal einen User erstellt und der hat dann überhaupt keine Rechte, ja. Oder ihr benutzt einfach nicht den Root-User, weil das ist einfach viel zu unsicher. Also das kann man dann tatsächlich alles einstellen, wenn das Ding produktiv läuft. Oder am besten auslagern in eine Konfigurationsdatei und diese Datei dann einlesen und hier dann den User eintragen und das Passwort eintragen. Das ist aber viel zu komplex für so ein kurzes Tutorial, was ich hier euch geben möchte. Ja? Das ist einfach... da kann man dann sehr, sehr viel noch drumherum machen, okay? Da kann man auch viel, viel besser mit Objektorientierung arbeiten, als ich das jetzt hier gerade tue, aber ich möchte euch alles möglichst kurz und knackig zeigen, was man hier auch wirklich braucht. So, in Kotlin oder in Exposed sieht das ein bisschen komisch aus jetzt folgendermaßen, und zwar, hier wird alles in Transaktionen gegliedert. Das kann man sozusagen bündeln, also das sind gebündelte Dinge, die man tun möchte. Stellt euch das vor, wie ich ändere jetzt hier in meiner SQL-Datenbank einfach irgendwas. Ich füge hier eine neue Zeile rein und sage dann hier, okay, der Wert hier ist 2, der Wert hier ist, achso, das muss ich vielleicht noch speichern, 2, übernehmen. Und dann sagen wir hier, also ihr habt gesehen, ich muss jedes Mal übernehmen drücken, dann sagen wir hier, das ist, Bolognese und so weiter und so fort. Also ich mache hier mehrere Dinge auf einmal, ja. Und hier haben wir auch wieder Hackfleisch. Hackfleisch, so. Und hier haben wir mehrere Dinge auf einmal getan. Jetzt kann ich hier noch irgendwelche anderen Dinge auf einmal tun. Dann kann ich zum Beispiel noch hier auslesen, was hier passiert und so weiter und so fort. Und dann erst schreibe ich meine Änderung. Und das alles bezeichnet man als eine Transaktion, ja. Das heißt, ich tue mehrere Dinge und die sind gebündelt in einer Transaktion. Deswegen wird hier alles in Transactions gestapelt. So, und wir sehen hier diese geschweiften Klammern. Das bedeutet, das gehört alles zusammen. Okay, so als allererstes brauchen wir einen Logger, damit wir auch Ausgaben bekommen und wissen, was da eigentlich gerade so passiert. Das ist der stdout SQL Logger. Das ist am besten.
Und dann müssen wir hier die Schemata, also wie die Datenbank oder die Tabellen aussehen, müssen wir übernehmen. Das machen wir mit Schema-Utils oder Schema-Utils. Das hört sich für mich irgendwie seltsam auf Englisch an. Punkt Create. Das heißt, wir lesen oder wir sagen erstmal jetzt dieser Transaktion, schau mal, so sieht das aus, was wir jetzt hier gleich verwenden wollen. Wir haben jetzt hier nur das Essen. Wenn ihr mehrere habt, dann könnt ihr hier tatsächlich einfach ein Komma hinten dran packen und dann habt ihr hier eben noch mehrere Tables. Also ihr könnt so viele Objects von Table oder von Table erben lassen, wie ihr wollt und die dann alle hier auf einmal angeben. So. Dann sagen wir, okay, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Das war quasi das Setup. Jetzt können wir hier machen, was wir wollen. Und jetzt fügen wir erstmal Dinge in unsere Datenbank ein. Dazu sagen wir, wir wollen selbstverständlich unser Chili con Carne einfügen. Das heißt, wir sagen hier, val Chili ist gleich. Und ja, jetzt natürlich Essen. Das ist ja im Endeffekt unsere Tabelle. Punkt Insert. Und hier seht ihr auch schon, was es alles überhaupt gibt. Also ich kann hier tatsächlich die einzelnen Elemente ansprechen. Ich kann hier Auto-Increments machen. Ich kann Constraints überprüfen. Ich kann Columns auslesen. Das gibt mir eine Liste an Columns. Ich kann verschiedenste Dinge tun und so weiter und so fort, ja. Wir wollen jetzt hier natürlich erstmal etwas einfügen und anschließend wollen wir was auswählen. Auswählen tut man im Normalfall bei SQL mit, wo ist es? Select. Hier, Select. Und damit kann ich dann im Endeffekt schon fast alles machen. Ich kann aber auch Joins durchführen. Ich kann Full Joins durchführen, Inner Joins, Left Joins und so weiter und so fort. Wie gesagt, hier verweise ich auf meine SQL-Reihe. Das funktioniert alles so, nur dass es eben nicht mit der SQL-Syntax ist, sondern über diese Variante hier von unserem Exposed Framework im Endeffekt. Okay, also Essen.insert. Und ja, jetzt haben wir hier schon wieder geschweifte Klammern. Jetzt wollen wir hier ein Essen einfügen. Nun ja, ein Essen einzufügen sieht folgendermaßen aus. Wir müssen beim Essen folgende Dinge klassifizieren. Und zwar it von ID. Ich glaube, ich habe alles groß geschrieben, ne? Nee, ich habe es klein geschrieben. Sowas aber auch. Also hier habe ich es klein geschrieben. Das ist im Endeffekt der Wert, der wichtig ist, weil über den greifen wir jetzt zu. Wir bauen uns quasi ein eigenes Essen-Object, ja? Und dieses Essen-Object ist quasi für die Tabelle gedacht. Okay, also wir müssen die ID setzen. Die ID ist natürlich wie immer 42. Und dann müssen wir noch die von it auch wieder, also weil wir auf dieses it zugreifen. Wir müssen den Namen setzen. Name ist gleich Chili. Ich kürze es jetzt ab, man könnte ausschreiben Chili con Carne, aber das dauert mir jetzt zu lange. Und dann sagen wir hier Zutat 1, da sehen wir auch schon, komme ich direkt drauf. Und hier ist natürlich Hack. So, und damit haben wir das Ganze dann eingefügt. Und jetzt sagen wir noch, wir wollen das Ganze über die ID verfügbar machen. Das heißt, wir sagen hier, okay, Essen.id. Und damit haben wir erstmal das Grundgerüst für unser erstes Essen geschaffen. So, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen kurz alles, aber wir wollen das jetzt hier schon fast beenden. Und zwar sagen wir jetzt hier einfach noch, wir wollen einmal alle Essensobjekte auswählen, die wir hier haben. Das heißt, for Essen in Essen.select all, das kann ich nämlich auf meiner Tabelle immer aufrufen. Und dann wird einfach direkt einmal alles geholt. Ja, ich kann auch tatsächlich auch Delete auf Essen ausführen und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich hier natürlich wir machen ein Print-Line da draus, dieses Essen ausgeben. So, jetzt schauen wir uns das einfach mal ganz kurz an. Jetzt drücke ich da mal hier auf Play. Und wir sehen hier oben erstmal natürlich einen Fehler. Das heißt, wir bekommen hier den Standard-Logger zurück. Da muss man sich keine Sorgen drüber machen. Das ist okay. Das ist von der Library. Es funktioniert trotzdem alles. Wir sehen hier, das ist der SQL-Code, der mir hier erstmal gebaut wird. Hier baue ich mir erstmal eine neue Tabelle namens Essen mit den jeweiligen, mit eben genau diesen Werten hier. Dann füge ich die Werte rein, also 42, Chili und Hack. Und dann selektiere ich alles einmal. Das ist quasi von meinem Logger die Ausgabe. Ja, das ist die Logger-Ausgabe. Das bekommen wir, weil wir hier diesen Add-Logger reingeschrieben haben. Das ist quasi einfach nur, damit wir wissen, was für SQL hier eigentlich ausgeführt wurde immer. Ihr könnt das auch rumpipen in eine Datei. Das ist absolut kein Problem.
Aber das wäre dann ein separates Tutorial selbstverständlich. Und anschließend können wir hier sagen, for Essen in Essen.selectAll, print line Essen. Das heißt, hier geben wir das ganze Essen aus und hier sehen wir dann auch, Essen.id ist 42, Essen.name ist Chili und Essen.zutat 1 ist Hack. Und wenn wir jetzt hier noch mehr Essen drin hätten, dann hätten wir hier eben auch noch mehr rausbekommen, ja. Genau, und so kann ich im Endeffekt jetzt hier hergehen und tatsächlich SQL ausführen in meine Datenbank rein. Das ist recht viel gewesen in 20 Minuten und 20 Minuten sind auch verdammt lange. Das heißt, ich bitte euch hier erstmal, übt das ein wenig, probiert da ein bisschen rum und wenn Fragen sind oder wenn noch etwas, wenn euch das Wissen hier zu lückenhaft zu SQL ist und ihr tatsächlich noch mehr Kotlin SQL haben wollt, dann schreibt mir bitte. Dann reiche ich das tatsächlich nach. Es kann zwar ein bisschen dauern, aber ja, ich habe durchaus vor, das dann auch zur Verfügung zu stellen, falls hier noch mehr Bedarf ist. Ich möchte auch nicht zu viel mit Kotlin SQL machen, weil ich weiß, dass manche schon genervt sind von der Menge an Kotlin, die ich hier, einfach dieser überwältigenden Vielfalt an Videos hier. Aber man kann hier tatsächlich noch viel, viel mehr dazu sagen, wenn man möchte. Ja, da bin ich auf euer Feedback angewiesen und dementsprechend wird der Kurs dann natürlich auch wachsen. Gut, alles klar, dann bedanke ich mich und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.